Hallo und willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich hier wieder den Bahnhof von Bluebricks stehen und ich denke mal, da sehen wir mal zu, dass der fertig wird. Beim letzten Mal sind wir so weit gekommen. Ich drehe euch den mal um, dann seht ihr auch noch mal ein bisschen was von der anderen Seite. Man hat es ja dann nicht immer alles im Kopf, wie es gewesen ist. Ich würde sagen, ich hole meine ganzen Teller wieder hervor. Die habe ich ja erst einmal weggeräumt, um so ein bisschen Ordnung zu haben. Und dann geht es weiter. So, da habe ich das meiste wieder stehen. Einiges steht noch neben mir, damit ich ein bisschen mehr Platz auf meinem Tisch habe. Und dann geht es jetzt weiter. Einfach nur bauen, das wäre ja ein bisschen langweilig und deswegen bin ich jetzt mal wieder bei euch. Brutale Bautechniken, ja, die sind wir bei Bluebricks gewohnt und das ist auch hier nichts anderes. Also um dieses Design zu erreichen, sind ja also wirklich schon Maßnahmen getroffen worden, die sind zum Teil wirklich einfach nur grenzwertig. Da hält dann alles nur noch an einer Noppe, teilweise sogar wieder die, naja, erst die Nullnoppentechnik, damit man dann später das gewohnte Design erreicht, was dann aber auch wieder dann nur an einer Noppe hängt. Weswegen ich jetzt aber hier bin, das ist ganz klar die Bahnhofsuhr. Ich habe sie hier schon liegen. Ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig, dass ich sie mal hier Richtung Kamera halte. Ich hoffe, dass mit dem Fokus funktioniert. Ich denke mal, ihr könnt das alle schon super erkennen. Anfassen sollte man die nicht. Sie muss jetzt hier an die Fassade angebracht werden, an dieser Stelle. Wenn ich es jetzt ein bisschen, ihr seht das, das ist auf der einen Seite, was ich gerade sagte, hält es auf einer Noppe und auf der anderen Seite Nullnoppentechnik. Also das scheint sich jetzt hier so ein bisschen zu etablieren. Das ist auch so eine Sache, ich kann euch das mal zeigen. Also ich habe ja schon ein bisschen länger mitgekämpft. Sie soll jetzt hier angebracht werden. Aber wie bitteschön soll ich hier jetzt Druck ausüben? Ich halte sie ja nur mit einem Finger dran. Und wenn ich jetzt versuche, das ranzudrücken, passiert das hier. Und das ist jetzt nicht nur einmal passiert, das ist schon mehrfach passiert. Ich habe die Steine gegeneinander gedreht, in der Hoffnung, dass das dann nicht mehr passiert, dass ich also im Prinzip versuche, noch eine Noppe mit auf die andere Seite zu bringen. Da passiert genau das Gleiche. Also das Ding ist sehr kriminell und grenzwertig von der Bautechnik her, wobei kriminell ist jetzt natürlich ein relativ hochtragendes Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Da ist es jetzt also dann wirklich zum ersten Mal soweit, hier muss die Büchse Kleber ran, denn ansonsten ist es wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, diese Uhr hier zu befestigen. Ich lasse sie jetzt erstmal hier liegen, ignoriere das Ganze und mache mit einem anderen Bauschritt dann weiter.
In den letzten Bauschritten, das konntet ihr ja ganz gut sehen, ist die Zwischenetage oder das erste Obergeschoss, wie ihr das möchtet, entstanden. Und ja, ich muss sagen, das ist wirklich sehr abenteuerlich. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass es schlecht aussieht. Das tut es nicht, um Gottes Willen. Aber hier ist es dann auch wieder mehr Schein als Sein. Und es wird also wirklich so bleiben. Es ist ein Bitte bespiel mich nicht Haus. Es ist also wirklich ganz, ganz wenig Verbund. Wenn ich hier mal so ein bisschen drücke, ihr seht das sofort. Ich kann hier also wirklich, da habe ich es schon wieder völlig verzogen, alles in ein, dann modulweise hier rausnehmen. Hier ist ganz, ganz wenig mit Verbund gearbeitet. Die Fenster stecken nur lose in der Fassade. Wenn ich es jetzt mal, ich stelle es mal so ein bisschen hin. Es ist mit dem Licht schwer zu sehen. Ich muss das so machen. Also man kann auch sehen, das ist nicht unbedingt gerade das Ganze hier. Da hätte man vielleicht mittendrin dann doch mal eine Stabilität einbringen sollen, die von vorne nach hinten geht. Auch mit den Grundplatten hier. Ich muss das immer mal so ein bisschen, also man kann da sehen, hier die Grundplatten und die Naht zieht sich durch. Das ist nur hier oben an 2 Stellen ist das dann hier mal ein bisschen fest. Ich weiß nicht, ob man es im Speedbild sehen konnte. Wenn ich dann die Fensterläden oder sonstiges angedrückt habe, ist mir das Ganze dann auch sofort nach innen weggefallen. Also hier einfach was zwischengebaut und schon wäre das Ganze auch gerade gewesen. Denn inwieweit das jetzt später sich auswirkt, wenn ich das Dach aufsetze, was man ja auch jetzt schon erkennen kann, nur aufgelegt wird, da wird es ja auch keinen Halt großartig geben. Das kann man ja jetzt schon sagen. Man legt es einfach nur drauf und dann wird es das gewesen sein. Also da gehe ich von aus, wird dann zum Schluss ein Bahnhof stehen, der wirklich schön aussieht. Ich sehe ja die ganze Zeit die Bilder vor mir und ich sehe, was ich hier vor mir baue. Das ist also wirklich eine feine Sache. Aber Stabilität ist und bleibt das große Thema. Die geht auch hier wieder zu Kosten des Designs, welches natürlich wirklich schön ist. Aber ich lasse mich da mal überraschen. Ich werde jetzt das Geschoss draufsetzen und mal schauen, ob zumindest da so ein bisschen Stabilität ist oder ob auch das einfach nur lose auf dem, ich nenne es mal, Unterbau schwimmt. Also da bin ich dann echt gespannt. Da ist dann jetzt auch das Dach oder der Dachstuhl als solches fertig. Ich drehe den jetzt nicht um, er sieht von beiden Seiten gleich gut gelungen aus. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Computermodell und somit hat keiner daran gedacht, die Konstruktion für die Bauphase etwas zu stützen. Das Ganze ist dann etwas knifflig, gerade wenn man da so ein bisschen dicke Finger hat, die Steine von unten alle so ein bisschen zu kontern, dass es nicht einfällt. Mir ist es zum Glück nur zweimal passiert, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt hier eine sehr stabile Sache. Also ihr seht es, ich lasse das hier so ein bisschen wackeln, es klimpert nichts, es klappert nichts. Also das Dach ist wahnsinnig robust. Trotz alledem gibt es gleich auf dem Bahnhof selber keine Haltepunkte, da wird es einfach nur drauf gelegt und dann kannst du da oben rumrutschen. Es gibt hier so kleine Fixierungen. Ihr seht das hier, die Platten, also es wird dann nicht
runterrutschen, aber es liegt einfach nur locker drauf. Dann habe ich gemerkt, dass ich zwischendrin ein paar Fehler im System hatte. Ihr seht hier die ganzen gelben Transklierteile, die hier noch liegen. Das wären eigentlich die Glühleuchten für die Lampen gewesen. Ich habe da die falschen Farben genommen. Das muss ich dann gleich noch austauschen. Ansonsten seht ihr hier eine riesige Anzahl von Teilen, die übrig geblieben sind. Hier klar, meine Uhr, die ich noch kleben muss. Und hier nebenan auf meinem Tisch sind auch noch viele Teile, die übrig geblieben sind. Trotz alledem haben Teile gefehlt. Ich konnte es anhand der Teile, die alle so hier geblieben sind, also übrig geblieben sind, konnte ich das sehr gut kaschieren. Es fällt auch nicht auf, weil es alles nur im Inneren ist, bis auf das eine Teil, wo die Bank drauf befestigt ist. Nun gut, ich setze jetzt noch das Dach auf und dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Und da ist es dann auch soweit. Das Dach sitzt jetzt drauf. Wie vermutet ist es einfach bloß aufgelegt, also das hält nicht. Man muss das jetzt mal so sehen. Klar gibt es die Modular Buildings, die sind dann auch immer abnehmbar und immer nur leicht zusammengesteckt, sage ich mal. Hier ist es aber wirklich so, man baut das Unterteil, das habt ihr ja gesehen, und dann baut man das erste Geschoss und alles hängt wirklich nur an 4 Noppen. Und diese Noppen verteilen sich dann 3 auf der Seite, 2 sogar, also 5 Noppen und 2 auf der Seite. Ansonsten ist das alles sehr fliegend, also einmal aufbauen und stehen lassen. Ihr seht es, hier steht auch meine Dose Sekundenkleber, die Uhr ist jetzt dran. Da ist jetzt also wirklich das erste Mal, dass ich zu einer Flasche Kleber greifen musste, um das Ganze zu befestigen. Alles in allem, was kann man sagen? Es ist ein schöner Bahnhof, man hat sich hier wirklich Mühe gemacht. Hier die schöne alte Pumpe, ein paar Fässer, die hier rumstehen. Das mit dem Besen habe ich nicht so ganz verstanden. Also zu meiner Zeit hätte da nirgends ein Besen gestanden und ich glaube auch heute nicht, weil den sonst irgendjemand mit Sicherheit geklaut hätte. Hier hat man so ein bisschen versucht, ja, kriege ich das hin? Ja, ich glaube, ihr könnt das erkennen, eine Stützbalkenkonstruktion einzubringen. Also das soll ein Fachwerk simulieren. Da ist man dann nicht den gesamten Weg gegangen und hat die Fassade als Fachwerk gestaltet. Ist ein bisschen schade, aber okay, im Laufe der Zeit wurden viele Häuser das Fachwerk entfernt und es wurde verputzt. Wermutstropfen ist und bleibt der fehlende Stein für die Bank. Die sitzt jetzt natürlich noch ein bisschen schief drin. Da ist auch nichts übrig geblieben, wo ich mir behelfen konnte. Da gibt es dann also definitiv wieder die E-Mail, fehlendes Teil, und ich darf gespannt sein, wie lange das Ganze hier bleibt. Mein Fehler mit den Lampen, könnt ihr sehen, den habe ich jetzt auch ausgebügelt. Das passt soweit. Hier kann man noch sehen, gibt es leichte Unterschiede bei der Dachkonstruktion, aber auch die ist relativ simpel festgemacht. Das kann man ganz schnell korrigieren. Die Türen allesamt leichtgängig, die Fenster gehen ein bisschen schwer. Man sieht aber auch gleich, kann man das im Video sehen? Ja, man kann das sehen, wie das wackelt. Also das ist auch alles nicht zum Spielen und so weiter gedacht. Das ist einfach nur angucken und sich des Anblicks erfreuen. Und eines Anblicks erfreuen, ich ziehe den mal rum, dass man die Rückseite sehen kann. Die ist nämlich auch schön gestaltet, also da hat man das Rundumbild dann doch im Auge behalten. Auch hier die Treppe ist da. Es wird schwer, hier das Ganze an andere Platten anzuknüpfen, weil der Treppenaufgang geht wirklich runter bis, ich sag mal, auf die Straße. Da ist also nichts mit einer neuen Grundplatte, wo man das Ganze mit anschließt. Dafür muss man, hier geht es schon ab, muss man dann die Treppe komplett umbauen. Ansonsten wird das nichts. Na, das mache ich dann gleich wieder. Das findet ja eh nur noch seinen Platz bei mir im Regal. Ein bisschen unglücklich sind die simulierten Fallrohre. Das ist also, hier läuft das Wasser definitiv am Fallrohr vorbei. Gut, dass es bei mir im Raum nicht regnet. Drehe ich ihn nochmal einmal auf die andere Seite, dann könnt ihr dann den Unterstand nochmal sehen. Wir hatten ja gerade auf der anderen Seite dieses kleine Lagerhäuschen gesehen. Was ich jetzt gerade mal sehe, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt muss ich dann doch nochmal die Bauanleitung wälzen. Hier fehlen mir 2 Steine. Ist das jetzt gewollt? Habe ich da geschlafen? Hätte ich denn noch 2 einzelne Steine? Ja, ich hätte sogar noch 2 Steine da.
Okay, das heißt nochmal eben schnell das Dach aufmachen und das Ganze abändern. Na, da habe ich dann wohl geschlafen. Schön, dass wir nochmal zusammen drüber gucken und dass man solche Fehler sieht. Ach ja, das andere, was es noch gab, das war einmal hier. Ja, hier blitzen dann nochmal die blauen Steinchen durch. Somit können wir dann immer ganz beruhigt sagen, hurra, wir haben etwas von Bluebricks im Regal stehen. Hier hinten den Spalt, der ist auch noch da, aber der ist so gut wie unsichtbar, da das Ganze dann ja doch überbaut wurde. Gut, also habe ich jetzt noch eine kleine Aufgabe. Jetzt gucke ich mal eben schnell auf die andere Seite. Also hier sieht es genauso aus. Jetzt bräuchte ich 4 und 4 habe ich auch noch. Also habe ich dann doch hier noch so ein kleines bisschen Arbeit und die werde ich mir mal eben schnell noch machen. Ich hoffe, ich habe euch alles gesagt, was es zu diesem schönen Bahnhof zu sagen gibt. Das Einzige, was wir vielleicht mal eben schnell machen könnten, ja, können wir machen. Ich habe eine Messlatte hier, weil das interessiert mich jetzt selber. Ich habe es im Internet nicht gelesen. Wir messen es mal eben schnell selber. Also das Ganze ist stolze 52 cm breit, gute 33 cm hoch und 26 cm tief. Also wir bekommen hier für gute 150 € bekommen wir doch schon ordentlich was hier hingestellt. Da will ich jetzt nicht drüber meckern. Die Probleme bei den Bautechniken, die sind allgemein bekannt. Da kann man dann immer nur wieder sagen, nehmt es wie es ist, baut es um oder kauft es nicht. Das ist so dieses Fazit, was ich so aus meinen Kommentaren rauslese. Der eine sagt, das ist absoluter Schrott, ich will damit spielen. Der andere sagt, das geht gar nicht, die müssen noch ein paar Jahre Entwicklung hinter sich machen, bevor die Sets für mich interessant werden. Mir persönlich gefallen sie und ich werde auch nicht aufhören, mir sie zu holen. Natürlich nur die, die mir gefallen. Was mir nicht gefällt, das wird auch nicht bestellt. Das ist eine ganz einfache Klamotte, weil ich werde mir nichts ins Regal stellen, was ich nicht wirklich haben möchte. So, eine Sache bin ich euch noch schuldig. Ich räume mal hier eben so ein kleines bisschen weg, damit es einen freien Blick gibt. Es ist nach wie vor also wirklich faszinierend, was hier an Steine übrig geblieben ist. Es wird nicht für den zweiten Bahnhof reichen, um Gottes Willen, aber das ist allerhand. Also da freut sich die Steinekiste. So, ich hoffe, es steht jetzt nicht allzu viel im Weg, weil ich hatte ja noch gesagt, der Kleber von der Uhr auch weg damit. Oh, hier habe ich jetzt noch so ein bisschen Deko verpasst. So, das stellen wir da mal hier hin. Hier ist ja nun mal auch das Lagerhaus. Das wird übrigens nicht festgemacht. Das steht lose mit dabei. So, jetzt holen wir uns mal schnell geschwind eine Lok. Wir haben einen alten Bahnhof, also brauchen wir eine alte Lok. Da nehmen wir mal die gute Rühr mich nicht an Lok. Ich riskiere es mal einfach und schiebe sie nur mal kurz davor. Ich kann es jetzt nicht sehen. Ihr dürft den Anblick mal kurz genießen. Einen passenden kleinen Anhänger habe ich nicht dazu, aber ich denke mal, selbst von hier sieht das schon sehr schön aus. Ich muss da jetzt einfach mal um die Ecke lugen. Ja, es ist schon fast, wie ich sagte, die Loks sind im Grunde genommen schon fast zu groß. Deswegen so die kleine Dampflok. Denn wenn wir dann jetzt mal beispielsweise so einen Brummer davor stellen, obwohl, es geht eigentlich noch, ne? Vielleicht sehe ich das aus dem falschen Blickwinkel. Ich muss das unbedingt mal ins Regal stellen. Es gibt ja auch noch das schöne Stellwerk und ich freue mich auch schon ganz besonders auf die Lokschuppen und auch auf die Erweiterung darauf. Auch wenn ich nicht der Eisenbahner bin, aber so langsam aber sicher möchte ich dann doch hier so ein bisschen was dann hinstellen, wenn ich diese Möglichkeiten schon habe. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich dafür zu bedanken, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir den Daumen hoch. Wenn nicht, dann den Daumen runter. Schreibt mir in die Kommentare, was hat euch gefallen und was hat euch nicht gefallen. Wenn ihr ein Abo von mir habt, dann ist das wirklich sehr schön. Da freue ich mich drüber. Wenn ihr das noch machen möchtet, dann drückt doch einfach auf Abonnieren. Da freue ich mich dann genauso sehr drüber. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn neue Videos kommen, dann drückt noch die Glocke mit dabei. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und ich hoffe bis zum nächsten Mal.